Also, das ist unser Setup jetzt. Mein Fahrrad mit Gepäck, ungefähr 50 Kilo plus gute 20, 25 Kilo wahrscheinlich. Anhänger mit Kira und Olgas Fahrrad wahrscheinlich so um die 40 Kilo. Und mit diesem Setup, mehr oder weniger, dieses Setup sind wir über 5 Jahre um die Welt gereist, 45 Länder, haben wir schon gesehen. Und jetzt unsere kleine Kira ist 3 Monate alt und die Frage stellt sich natürlich, warum fahren wir nochmal los? Warum fahren wir weiter? Warum reisen wir weiter mit dem Fahrrad? Ich habe schon vergessen, wie das ist, einen Helm auf dem Kopf zu haben. Seit gut 5 Monaten sind wir kein Fahrrad gefahren. Aber wie Michael schon gesagt hat, in den letzten 5 Jahren sind wir die ganze Zeit Fahrrad gefahren. Und das ist auf jeden Fall mehr als eine Reise geworden. Das ist ein Lebensstil geworden. Das ist unser Lebensstil geworden. Das ist unsere Routine geworden. Und das ist auf dem Fahrrad passiert. Es ist nur Mittel zum Zweck. Und in den letzten 5 Jahren haben wir das geilste Zeit unseres Lebens gehabt. Und jetzt mit Kira wollen wir natürlich das nochmal erleben oder das noch geile erleben und so eine gemeinsame Abenteuer als Familie zu haben. Und ich freue mich riesig. Wir freuen uns auch riesig und sind sehr, sehr gespannt, wie das sich jetzt entwickelt, zu dritt unterwegs zu sein. Und im Moment können wir uns gar nicht vorstellen, mit irgendeinem anderen Verkehrsmittel zu reisen oder aufhören zu reisen, weil eben das ist unser zweites zweites Ich. Das ist einfach wir sind, die reisen und im Moment gar nicht vorstellen können, aufhören zu reisen. Für mich ist das Ganze einfach eine Entwicklung, die sich in den letzten 5 Jahren so abgespielt hat. Das war ja alles niemals so geplant oder niemals so gedacht, dass wir irgendwie so lange tatsächlich reisen. Oder als wir losgefahren sind, hatten wir vielleicht tatsächlich gesagt, hey, 5 Jahre könnten wir schon reisen. Haben wir so gesagt, hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass es tatsächlich so lange wird. Und jetzt sind es schon mehr als 5 Jahre und wir haben wirklich große Pläne eigentlich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir wirklich noch lange so reisen und dass das große Ziel vielleicht im Endeffekt tatsächlich ist, in jedem Land der Welt Fahrrad zu fahren. Vielleicht. Wäre schon cool, oder? Die Flaggensammlung zu vollständigen. Richtig, wir haben, das habt ihr ja eben schon wahrscheinlich gesehen, meine Flaggensammlung auf einem richtig coolen Fahnenmast montiert. Sieht jetzt echt richtig mächtig aus. Sind noch nicht mal alle, weiß ich nicht, ganz Europa fehlt da eigentlich. Also in Europa haben wir gar keine Fahnen gesammelt. Ab Georgien haben wir. Ab Georgien, richtig, da ging es los. Fehlen auf jeden Fall noch ein paar, wäre schon cool, die zusammen zu bekommen. Ich sehe uns einfach so als Nomaden, jetzt wirklich als Nomadenfamilie. Gestern habe ich mir tatsächlich mal den Wikipedia-Artikel zum Thema Nomaden durchgelesen. Konnte ich mich irgendwie schon durchaus mit identifizieren, muss ich sagen. Da ging es natürlich größtenteils so um Hirten und so weiter, Nomaden, die mit ihren Tieren
durch die Gegend, durch die Steppen oder durch die Wüsten ziehen. Trotzdem konnte ich mich da irgendwie so ein bisschen wiederentdecken und es wurde halt vor allem auch gesagt, oder das ist ja auch klar, wir Menschen sind im Endeffekt eigentlich den Großteil unserer Existenz, also den Großteil der Zeit, den es Menschen gibt, Nomaden gewesen, bis irgendwann die landwirtschaftliche Revolution kam und die Leute angefangen haben, sich niederzulassen und Landwirtschaft zu betreiben. Bis dahin waren wir Nomaden. Bis dahin sind wir von Äthiopien aus, quasi haben wir die Welt besiedelt und so haben die Menschen halt auch gelebt als Nomaden. Jeden Tag was anderes, jeden Tag weitergezogen. Und so machen wir es jetzt halt auch. Natürlich etwas andere Voraussetzungen, natürlich sehr viel einfacher, ohne große Gefahren, sage ich mal, ohne so viel Unwissenheit im Endeffekt. Wir wissen ja eigentlich, wo wir hinfahren oder so. Oder wenn wir jetzt sagen, wir fahren, was weiß ich, durch Mexiko oder nach Mexico City oder so, dann gucken wir auf die Karte und dann wissen wir den Weg und so weiter. Das ist halt alles schon sehr, sehr viel einfacher geworden. Aber nichtsdestotrotz finde ich oder sehe ich uns definitiv so als moderne Nomaden, digitale Nomaden würden manche vielleicht auch sagen. Mag ich auch nicht so gerne irgendwie das Wort, aber beschreibt es vielleicht schon ganz gut, digitale Nomaden, dass wir halt unterwegs sind und online irgendwie arbeiten, am Computer arbeiten. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir machen. Und wir werden sehen, wo es uns hintreibt. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt und ich freue mich, dass es bald losgeht, vor allem jetzt zu dritt. Und wie ich schon gesagt habe, bin ich richtig gespannt, was für ein Abenteuer wir zu dritt erleben können. Und ich hoffe, dass in den nächsten Wochen wie so eine Routine sich entwickeln wird und Kira noch mehr klar mit dem Anhänger kommt. Aber ich finde, oder wir finden, dass die richtig zufrieden ist. Die guckt irgendwie sich die Welt an oder schläft da gemütlich. Der ist echt sehr, sehr gut gebaut und sie fühlt sich da richtig wohl. Sie kann von der Seite immer sehen, vielleicht sieht die uns, vielleicht hört sie uns, aber sie fühlt sich auf jeden Fall sehr sicher und ich hoffe, dass in den nächsten Wochen sich so eine gewisse Routine einspielt und dann, ja, dass wir einfach voll alle zusammen in das Abenteuer steigen werden und auch ihr jetzt die Welt zeigen werden, die wir erlebt haben und die wir weiter erleben werden. Und dass Michael auf jeden Fall mit dem Anhänger hoffentlich auch die Berge fahren kann und wir nicht nur am Flachen bleiben können. Da bin ich auch gespannt in der nächsten Zeit, wie das sich herausstellt. Natürlich muss man jetzt schon sein Fahrverhalten ein bisschen verändern. Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich schon eine der größeren Änderungen jetzt werden, so allgemein, wie wir halt fahren. Erstmal wird es natürlich deutlich weniger werden, also so, wir denken zumindest, dass wir mit 20 bis 30 Kilometern pro Tag starten werden und dann sehen, wie es Kira halt hinten im Wagen gefällt und ob sie zufrieden ist. Dann habe ich natürlich zusätzlich den Anhänger hinten dran, was das Fahrverhalten meines Fahrrads halt an sich auch schon verändert, also es ist deutlich schwerer natürlich. Ich werde deutlich langsamer fahren, ich werde gar nicht schneller fahren können auf lange Sicht im Endeffekt auch. Und natürlich trage ich damit auch ein bisschen oder deutlich mehr Verantwortung. Ich habe jetzt unsere kleine Tochter da hinten mit dran, dementsprechend muss ich natürlich schon extrem vorsichtig fahren und extrem darauf achten, Schlaglöcher und Unebenheiten auf der Straße, aber auch natürlich Verkehr. Dazu habe ich natürlich nach wie vor meinen Rückspiegel, den ich jetzt noch ein bisschen anders angebaut habe, sodass ich da wirklich den Verkehr richtig gut sehen kann. Und dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich mein Tempo noch weiter reduziere, also auch bewusst wirklich, weil ich denke, ich könnte schon wahrscheinlich relativ schnell fahren, aber da muss ich mir halt immer bewusst sein, dass das natürlich dann gefährlich werden kann, wenn ich halt dann doch mal ein Schlagloch oder sowas übersehe. Dementsprechend
wird wahrscheinlich so 15 km/h oder so im Endeffekt doch Maximalgeschwindigkeit werden, denke ich. Das wird hoffentlich auch dann dazu führen, dass wir zusammen, also mit Olga, noch besser zusammenfahren können im Endeffekt, weil früher war es halt schon so, dass ich doch quasi natürlich mehr Kraft habe und schneller fahren konnte und es manchmal schon zu kleinen Unstimmigkeiten geführt hat, weil ich dann schneller gefahren bin als Olga und das dann vielleicht im ersten Moment nicht richtig gesehen habe, nicht wahrgenommen habe und dann waren wir auseinander und dann muss der eine warten oder der andere schneller fahren und so weiter. Das führt dann halt immer schon zu Diskrepanzen. Und das wird sich dann dadurch jetzt hoffentlich so auch das Gesamtpaket, denke ich, ändern, weil ich halt jetzt wirklich langsamer fahre. Olgas Fahrrad ein bisschen schwerer ist als vorher, weil sie jetzt ein bisschen anderes Gepäck hat, damit mein LKW da hinten halt vielleicht doch nicht ganz so schwer ist. Das werden wir sehen, aber ich denke im Allgemeinen wird sich mein Fahrverhalten schon deutlich ändern. Alleine die Geschwindigkeit und die Gegenwärtigkeit, so noch aufmerksamer zu sein im Straßenverkehr, um allen Hindernissen und allen Gefahren wirklich gut ausweichen zu können. Oh, ihr gefällt es wirklich da drin. Sie lächelt die ganze Zeit. Ja? Oh. Unser kleiner Astronaut. Mit den 5 Gurten. Das Ganze wird natürlich nicht immer leicht werden, da bin ich mir ganz sicher. Wir hatten ja auf unserer bisherigen Reise schon genügend Herausforderungen, die wir gemeistert haben, die teilweise doch schwierig waren, die uns an unsere Grenzen gebracht haben, die uns im Endeffekt auch wirklich extrem gefordert haben teilweise, auch wenn das vielleicht in den Videos oder so nicht so oft so rüberkam, weil wir dann einfach auch nicht gefilmt haben und das einfach ignoriert haben, sage ich mal, in den Videos. Aber so eine Reise ist natürlich nicht leicht, ganz klar körperlich, aber auch psychisch gibt es da einige Hindernisse zu überwältigen. Man kann natürlich durch zum Beispiel die Wahl der Route und die Wahl der Jahreszeit das Ganze entsprechend ein bisschen entschärfen, sage ich mal, sodass wir müssen kurz eine Pause machen. Hey Kleine. Sodass man halt diese schwierigen Situationen so gut wie möglich einfach verhindert von vornherein. Das werden wir jetzt natürlich auch machen. Also wir werden keine wilden Routen auswählen mit irgendwelchen Schotterpisten oder so, irgendwelche unbewohnten Gegenden oder sowas. Das werden wir alles erstmal nicht machen und auch in Hotels schlafen und so weiter, um die Herausforderungen, die auf so einer Reise halt auf dich warten, damit wir die halt runtersenken können. Weil wir jetzt natürlich mit Kira auch wirklich andere Herausforderungen haben. Sie ist jetzt schon ein bisschen unruhig geworden. Tatsächlich sind wir auch schon ein bisschen am Fahren, muss man sagen. Vielleicht sind wir schon eine Stunde, 1,5 Stunden unterwegs, würde ich sagen. Olga stillt sie jetzt gerade erstmal, sehr gut. Das sind natürlich neue Herausforderungen, die da jetzt auf uns zukommen. Mit Kira als Familie jetzt auf Radreise. Das sieht wunderbar aus. Und da muss man sich natürlich drauf einstellen und es wird wahrscheinlich auch schwierige Situationen geben, da bin ich mir sicher, das wird nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber das ist es, denke ich, auch nie. Wenn man ein Kind großzieht, egal wo, egal unter welchen Umständen, gibt es da immer, ich sag mal, Herausforderung. Herausforderung, ja, wirklich Herausforderung, das ist das richtige Wort. Ja, wir 3, genau, richtig. Die Kleine hat jetzt auch ihre eigene Meinung.
und ihre eigenen Vorstellungen von dem, was sie möchte und was sie nicht möchte. Da müssen wir natürlich Rücksicht drauf nehmen. Jetzt möchte sie gerade ein bisschen Milch trinken und dann machen wir eine kleine Pause. Das war unsere letzte Tour jetzt durch Puerto Morelos. Also heute ist Mittwoch quasi und wenn das Video rauskommt, ist Sonntag. Und dementsprechend kann man also sagen, morgen, also Montag, fahren wir wirklich los. Dann verlassen wir Puerto Morelos. Gut 5 Monate waren wir hier. Wirklich sehr, sehr toll. Und ich denke, wir sind auch so wie ihr einfach sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wie das Ganze wird, ob es wirklich so wird, wie wir es uns ausmalen, ob das schwieriger wird, ob das einfacher wird, wir wissen noch gar nicht. Und wir sind jetzt super gespannt, was für ein Video nächsten Sonntag kommt. Definitiv, definitiv. Es stehen auf jeden Fall ein paar große Veränderungen an, aber das finde ich ist auch eine sehr gute Sache, weil Veränderungen doch eigentlich etwas sehr Kontinuierliches im Leben sind, kann man so sagen. Alles verändert sich jeden Tag, jede Person ändert sich und so ändert sich halt auch unsere Reise, unser Reisestil. Jetzt zu dritt mit Kira als Familie. Wir werden sehen, wir sind wahrscheinlich wirklich genauso gespannt, wie ihr es seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für eure tollen Kommentare, vielen Dank für euren Daumen nach oben und Abo nicht vergessen, dann seid ihr bei allen unseren Videos auf unserer zukünftigen Reise vorerst durch Mexiko mit dabei. Viel Spaß, ciao! Ciao, bis nächsten Sonntag.